Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea, und heute zeige ich dir, wie du dieses bezaubernde Granny Square häkeln kannst. Ich finde, sowohl mit nur einer Farbe als auch mit mehreren sieht dieses Muster bezaubernd aus. Das Muster kannst du auch ganz einfach etwas erweitern, und weil ich regelmäßig gefragt werde, wie groß denn meine Granny Squares sind, sage ich das Übliche gleich vorweg. Das kommt ganz drauf an. Das hängt davon ab, welche Wolle du verwendest und mit welcher Häkelnadel du häkelst. Oder sogar wie fest oder locker du damit häkelst. Welche Wolle oder Häkelnadel ich benutze, findest du bei mir meistens in der Videobeschreibung. Aber selbst da macht es einen Unterschied, ob ich fest oder locker häkle. Das kleinste hier ist bei mir übrigens 9 cm breit. Vorzeigen werde ich dir das wie immer mit einer super videotauglichen Wolle, und damit wird mein Granny Square sogar über 15 cm breit werden. Am besten du häkelst hier einfach gleich mit, und dann siehst du auch, wie groß dein Granny Square wird. Ich beginne hier mit einem Fadenring. Wenn du das noch nie gemacht hast, zeige ich dir gleich eine super einfache Version davon. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass auch viele Fortgeschrittene den Fadenring in so einfacher Form gar nicht kennen. Und wenn dir das auch noch zu schwer ist, kannst du mit 4 bis 5 Luftmaschen beginnen. Und das Ganze zu einem Ring schließen. Das wäre jetzt ein einfacher Ersatz für deinen Fadenring. Ich trenne das jetzt wieder auf und beginne mit einem echten Fadenring. Im Prinzip ist ein Fadenring nur eine große Luftmasche, deswegen überkreuze ich hier meine Enden und mache eine Luftmasche. Das ist jetzt mein Fadenring, aber der geht sofort auf, wenn ich ihn loslasse. Also mache ich ihn gleich noch einmal und häkle danach gleich 5 Luftmaschen. Fadenring und 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Die ersten 3 Luftmaschen ersetzen mir das erste ganze Stäbchen, und danach habe ich noch 2 Luftmaschen. In der ersten Runde brauche ich insgesamt 8 ganze Stäbchen und immer 2 Luftmaschen dazwischen. Also häkle ich noch 7 Mal ein ganzes Stäbchen und 2 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7. Jetzt kann ich hinten am Fadenring ziehen, und so zieht er sich auch zusammen. Gerne mache ich hier ganz knapp einen kleinen Knoten rein, damit der Fadenring nicht mehr aufgeht, und dann verlege ich den Anfangsfaden auch gleich, nämlich so, dass sich der Knoten auch gleich verstecken kann. Hier fehlen ja noch meine 2 Luftmaschen.
Und dann schließe ich die Runde. Du kannst hier entweder in die dritte Luftmasche einstechen und eine Kettmasche machen oder du machst es so wie ich hier. Ich mache einfach eine Kettmasche in die nächste Lücke hinein. Die zweite Runde ist nun dran. In dieser Runde häkle ich alles Büschelmaschen und ich mache jetzt aus dem Kreis ein Viereck. In die erste Lücke mache ich 2 Büschelmaschen rein, in die nächste eine. Danach kommt wieder eine Ecklücke, da kommen wieder 2 hinein, dann wieder eine Ecklücke, wieder eine Ecklücke und eine. Ich beginne meine zweite Runde mit einer langgezogenen Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Da würde jetzt meine Häkelnadel 2 bis 2,5 Mal reinpassen. Ich mache einen Umschlag, steche in die Lücke ein, hole mir den Faden und den ziehe ich auch lang. Dann mache ich ein zweites Mal einen Umschlag, hole wieder den Faden und ziehe ihn wieder rauf. Das Ganze mache ich noch ein drittes Mal. Jetzt hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch alle Schlaufen von der Nadel durch. Mit einer Luftmasche fixiere ich mir das Ganze nun und ich mache 3 weitere Luftmaschen. In die gleiche Lücke kommt nun meine nächste Büschelmasche rein, die mache ich jetzt aber schon etwas schneller. Mit einer Luftmasche fixiere ich das wieder. In die nächste Lücke kommt nur eine Büschelmasche rein. Mit einer Luftmasche fixieren. In die nächste Lücke kommen wieder 2 Büschelmaschen mit 4 Luftmaschen dazwischen hinein. Die erste, 4 Luftmaschen. Dann die zweite Büschelmasche mit einer Luftmasche fixieren und in die nächste Lücke wieder nur eine Büschelmasche. Mit einer Luftmasche fixieren, jetzt kommt dann meine dritte Ecke dran, da häkle ich wieder eine Büschelmasche, 4 Luftmaschen und eine Büschelmasche hinein.
mit einer Luftmasche fixieren. In die nächste Lücke nur eine Büschelmasche. Mit einer Luftmasche fixieren. In die nächste Lücke kommen wieder 2 Büschelmaschen hinein und nicht vergessen 4 Luftmaschen dazwischen. Mit einer Luftmasche fixieren und in die letzte Lücke kommt noch einmal eine Büschelmasche hinein. Eine Luftmasche und ich schließe die Runde, indem ich eine Kettmasche in die Spitze von der ersten Büschelmasche häkle. Ich bin jetzt am Anfang von der Lücke und möchte aber an das Ende dieser Lücke kommen. Entweder ich wechsle sowieso die Farbe, dann kann ich den Faden abschneiden und auf der anderen Seite neu ansetzen. Oder ich häkle mich mit Kettmaschen einfach auf die andere Seite. Und das mache ich jetzt auch. Ich häkle einfach in jede Luftmasche eine Kettmasche, bis ich auf der anderen Seite bin. 1, 2, 3. Die letzte Kettmasche kann ich durch die Lücke häkeln. Jetzt kann ich mit meiner dritten Runde beginnen. In der dritten Runde häkle ich zusammen abgemaschte Stäbchen hinein. In den Ecken kommen jeweils 2 solcher Blöcke hinein, in den Lücken jeweils eine. Ich beginne meine dritte Runde mit 2 Luftmaschen. Und nun drehe ich mein Granny Square um. Das mache ich übrigens deswegen, damit sich mein Granny Square nicht verzieht. Genau erklärt habe ich dir das zum Beispiel in meinem Granny Square Tipp Video. Wenn dich das interessiert, verlinke ich dir das am Ende von diesem Video, beziehungsweise schreibe ich dir einen Link dazu auch in die Videobeschreibung. Wegen den Umdrehen befinde ich mich hier am Anfang von meiner Lücke. Diese 2 Luftmaschen ersetzen mir das erste halbfertige ganze Stäbchen und ich brauche noch 2 weitere halbfertige ganze Stäbchen. Einen Umschlag, einstechen, Faden holen, einmal durch 2, einen Umschlag, einstechen, Faden holen, einmal durch 2 und zum Schluss den Faden durch alle Schlaufen von der Nadel ziehen. Fünf Luftmaschen. In die gleiche Lücke häkle ich noch so einen Block mit 3 zusammen abgemaschten Stäbchen hinein. Zwei Luftmaschen. In die nächste Lücke, das ist hier, da häkle ich nur so einen Block hinein.
2 Luftmaschen, wieder nur so einen Block hineinhäkeln, das ist die nächste Lücke. Zwei Luftmaschen. Jetzt komme ich wieder in meine Ecke. Da häkle ich wieder einen Block, 5 Luftmaschen und noch so einen Block hinein. Eins, 2, 3, 4 und 5. Zwei Luftmaschen und in die nächste Lücke einen Block. Danach noch einmal 2 Luftmaschen und in die nächste Lücke so einen Block. Und so geht es bis zum Ende der Runde weiter. In die Ecke 2 Blöcke mit jeweils 5 Luftmaschen dazwischen und dann immer 2 Luftmaschen in die Lücke, so einen Block, 2 Luftmaschen in die Lücke, so einen Block, 2 Luftmaschen, dann kommt wieder die Ecke mit 2 Blöcken und 5 Luftmaschen dazwischen und zum Schluss noch einmal 2 einzelne Blöcke mit jeweils 2 Luftmaschen dazwischen. Und weil ich gerade etwas Zeit habe, möchte ich mich für deine Unterstützung bedanken. Ich danke insbesondere einmal meinen Kanalmitgliedern und den Leuten, die mich mit dem Thanks-Button unterstützen. Das ist für mich eine wirkliche Hilfe und deswegen mein herzliches Dankeschön noch einmal an alle. Natürlich auch einen herzlichen Dank an diejenigen, die meine Videos teilen oder mir regelmäßig liebevolle Nachrichten schreiben oder dem Video einen Daumen hoch geben. Auch solche Sachen helfen mir und meinem Kanal weiter. Da kommt wieder meine Ecke mit 2 Blöcken und 5 Luftmaschen dazwischen. Zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen. Ich beende die Runde wieder, indem ich hier oben einsteche und eine Kettmasche mache.
Und wieder häkle ich mich auf die andere Seite der Ecke. Ich häkle wieder in jede Luftmasche eine Kettmasche. Die letzte wieder einfach so in die Lücke. Unsere vierte und letzte Runde beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen. Drehe das Ganze wieder um. In der ersten Ecke fehlen mir noch 2 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Diese Steigeluftmaschen ersetzen mir mein erstes ganzes Stäbchen. Und auch hier bleiben meine Ecken immer gleich, aber die anderen Lücken unterscheiden sich diesmal. Eine Luftmasche in die erste Lücke, 3 ganze Stäbchen, in die zweite Lücke ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, ein ganzes Stäbchen. In die dritte Lücke 3 ganze Stäbchen und eine Luftmasche. 1, 2, 3 und eine Luftmasche. Die Ecke, wieder 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Eine Luftmasche und 3 ganze Stäbchen in die nächste Lücke. 1, 2, 3. Ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche und ein ganzes Stäbchen in die zweite Lücke. Drei ganze Stäbchen und eine Luftmasche in die dritte Lücke. Jetzt kommt wieder eine Ecke mit 3 ganzen Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Das ist übrigens die ganz normale Granny Square Ecke und du könntest nach dieser Runde auch mit dem ganz normalen Granny Square Muster weiter häkeln.
eine Luftmasche und 3 ganze Stäbchen in die nächste Lücke. Ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, ein ganzes Stäbchen in die zweite Lücke. Drei ganze Stäbchen und eine Luftmasche in die dritte Lücke. Unsere letzte Granny Square Ecke, 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Normalerweise passieren mir gerade dann die meisten Fehler. Mal schauen, ob es diesmal ohne Fehler klappt. Ganz zum Schluss noch einmal eine Luftmasche, 3 ganze Stäbchen in die nächste Lücke. Dann ein ganzes Stäbchen, eine Luftmasche, ein ganzes Stäbchen in die zweite Lücke. Und in die dritte Lücke dann wieder 3 ganze Stäbchen und eine Luftmasche. Ich beende das Ganze wieder mit einer Kettmasche in das mittlere Stäbchen. Dieses Ende könntest du natürlich noch schöner hinbekommen. Auch das findest du übrigens in meinem Granny Tipps Video, das dir in wenigen Sekunden eingeblendet wird. Mein Granny Square ist nun fertig und du könntest jetzt zum Beispiel noch mit dem ganz normalen Granny Square Muster weiter häkeln. Und da ich jetzt schon weiß, dass viele danach fragen werden, wie das geht, erkläre ich das schnell noch. In die Ecken kommen immer 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen rein, eine Luftmasche in die erste Lücke, 3 ganze Stäbchen, eine Luftmasche, dann hier genau in der Mitte, da habe ich die Luftmasche gemacht, 3 ganze Stäbchen, eine Luftmasche und hier am Ende noch einmal 3 ganze Stäbchen. Eine Luftmasche und schon kommt die nächste Ecke dran. Und so kannst du das zum Beispiel ganz einfach erweitern. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal unterstützt. Das hilft mir wirklich sehr. Also unbedingt, bevor du nun mein Granny Square Tipps Video anschaust, Kanalmitglied werden oder dem Video einen Daumen hoch geben. Und bis dahin alles Liebe, deine Andrea.